Heute zeige ich euch zwei Varianten, wie ihr ganz einfach einen Stoffbeutel näht. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Make a Mauts und heute will ich euch zeigen, wie ihr einen Stoffbeutel mit einer Overlock näht oder, wenn ihr nur eine Nähmaschine habt, mit einer französischen Naht. So ist der Beutel auch innen schön versäubert. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch gleich einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und lasst mir einen Kommentar da. Ihr braucht dazu zwei Stoffstücke in der Größe von 42 x 45 cm und zwei Stoffstreifen in der Größe von ca. 78 x 8 cm. Steckt die beiden großen Stoffstücke rechts auf rechts zusammen, also so, dass die schönen Seiten innen liegen, und näht dann zwei lange Seiten und eine kurze Seite mit der Overlock zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr neben der Overlock-Naht noch mit einem Geradstich nähen. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Wendet dann die Tasche auf rechts und formt die Ecken schön aus. Bügelt gerne noch alles flach. Dann bügle ich am Rand oben erst 1 cm um und dann nochmal 3 cm. Steppt den Saum einmal außen herum ab. Da meine Markierungen der Stichplatte nur bis 2 cm gehen, klebe ich mir zur Orientierung ein Klebeband bei 3 cm auf die Nähmaschine. Biegt dann die kurzen Seiten der Stoffstreifen ca. 1 cm um und dann biegt ihr die langen Seiten rechts auf rechts zur Hälfte zusammen. Steckt sie fest und steppt die lange Seite knappkantig ab. Wendet dann die Träger auf rechts. Ich nehme mir hier eine Sicherheitsnadel mit Schnur zur Hilfe. Dann forme ich mir die Ecken schön aus und stecke sie fest. Näht dann einmal um die Träger knappkantig herum. Dann lege ich mir die Träger ca. 10 cm vom Rand an die Tasche und stecke sie fest. Mit einem Kreuz nähe ich die Träger auf.
Für die zweite Variante benötigt ihr die gleichen Teile wie bei Variante 1. Die Träger habe ich schon vorbereitet. Der einzige Unterschied zu Variante 1 ist, dass ich die kurze Seite nicht umklappe. Steckt auch hier die beiden Seiten zusammen. Allerdings links auf links, also die schönen Seiten nach innen. Näht die beiden langen und eine kurze Seite knappkantig mit einem Geradstich zusammen. Wendet dann die Tasche auf links und formt die Ecken schön aus. Steckt euch die Seiten zusammen und näht sie nahtfüßchenbreit mit einem Geradstich zusammen. Die innere Naht sollte nicht mehr zu sehen sein. Wendet dann die Tasche auf rechts und formt sie schön aus. Den Rand bügelt ihr wie die erste Tasche, erst 1 cm und dann 3 cm um. Dann steckt ihr die Träger in den Saum, ca. 10 cm vom Rand entfernt. Näht dann einmal um den Saum herum. Klappt zum Schluss noch die Träger nach oben und näht sie mit einem Quadrat fest. Fertig sind unsere Stoffbeutel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!